wir haben wirklich so lustige Situationen mit ihm auch im Orchester erlebt. Und ich finde vor allem, dass er diese große Qualität hatte, dass er auch über sich selber lachen konnte. Also es gab zum Beispiel mal an einem Montag, die Situation, Montag ist ja immer erste Probe mit dem neuen Repertoire der Woche. Und es klang sehr chaotisch im Orchester. Wie oft, das Orchester fängt an mit viel Enthusiasmus und dann bricht Janssens ab nach ein paar Minuten und sagt, ja, meine Damen und Herren, immer wenn ich komme am Montag, es ist so laut und unruhig und bitte, spielen Sie leiser und noch besser zuhören und so. Und dann hat Helmut Feilmann, damals noch Solocellist bei uns, dann gesagt, Herr Janssens, dann kommen Sie doch demnächst einfach immer ab Dienstag. Und irgendwie sofort war er einfach von seiner Genervtheit weg und war total entspannt und hat liebevoll gelacht. Das ist nicht oft passiert, dass er dann quasi so aus sich gelacht hat. Und natürlich alle fanden das sehr witzig. Also. Der nächste Punkt ist natürlich seine überragende Menschlichkeit gewesen und Freundlichkeit, die er allen Kollegen gegenüberbrachte, wobei da auch wieder das Moment der unerschütterlichen Professionalität hineinspielte. Er war herzlich, aber was die Genauigkeit und die Gewissenhaftigkeit gegenüber den Noten und der Musik betraf, war er absolut unbestechlich. Und deswegen war er auch streng. Mariss Janssens hat immer besonders viel Wert darauf gelegt, auf dynamische Feinheiten, auf die Balance im Orchester und besonders auf das leise Spielen. Für Posaunisten ist das Piano und Pianissimo besonders schwer. Man könnte fast sagen, je leiser, desto schwerer. Und in einer Probe für die erste Brahms hatten wir Posaunisten nach unserer Auffassung unseren Choral schon sehr leise gespielt. Mariss Janssens brach ab und sagte, Posaunen ein bisschen leiser, um gleich hinterher nachzuschicken in seinem leicht gebrochenen Deutsch, fühlen Sie bequem. Das ist natürlich paradox, weil beides zugleich geht nicht, aber er hat es immer gut mit uns gemeint. Also ich wurde immer sehr lange vorgewarnt, pass auf, wenn du dann Janssens kennenlernst, also der liebt Harfe, Bühnenmusik und Schlagzeug, spezielles Schlagzeug. Und da muss man sich in Acht nehmen, also der ist ja ganz genau, der hört genau hin, er will dich unbedingt hören, also hab keine Angst, eher mutig spielen. Und ich war total vorbereitet. Und dann kam die erste Probe mit ihm nach schon ziemlich langer Zeit im Orchester. Und ich wusste schon, er liebt es, wenn die Harfe ein Glissando hat, dann spielt man eigentlich nie einfach nur ein Glissando, sondern er sagt immer, Harfe, immer Harfe, Harfe, machen Sie so. Das bedeutet, man soll so ganz viele Glissandi machen, möglichst laut. Und genau das passierte dann auch. Machen Sie diese Glissandi nochmal, machen Sie richtig laut. Dann habe ich richtig laut gemacht, weil ich wusste, er steht darauf, er will das jetzt richtig laut, aber richtig laut. Und dann hat er gesagt, okay. Sehr gut, aber machen Sie nicht Harfe kaputt, ja? Im Vordergrund stand für mich eigentlich auch immer ein bisschen, dass er in der Sowjetunion ausgebildet wurde. Weil ich wurde auch in Moskau, war am Konservatorium und ich konnte viele Äußerungen von ihm sehr gut verstehen vor dem Hintergrund dieser sowjetischen Schule. Er war ja eigentlich in Leningrad ausgebildet und trotzdem all diese Formulierungen, die benutzt wurden, auch wie italienische Vortragsbezeichnungen ausgesprochen werden. Crescendo. Ständig spürte ich, ja, das kommt aus dieser Ausbildung in der Sowjetunion. Ich hatte eine sehr schöne Begegnung mit Mariss Janssens im Hotel Bayerischen Hof, wo er immer sich aufhielt, wenn er in München war und dirigiert hat. Da ging es um den 100. Geburtstag seines Vaters Arvids Janssens, für den er sich sehr eingesetzt hat. Das war im Oktober 2014. Zunächst stand auf dem Tisch eine große Schale mit exotischen Früchten und russischem Konfekt. Und seine ersten Worte bei den Interviews waren immer, nehmen Sie, nehmen Sie.
Und so gestärkt ging es dann in das Interview und das Fenster im Bayerischen Hof stand offen auf den Promenadeplatz hinaus. Und ich dachte als Radiojournalist, oh Gott, da wird bestimmt viel Verkehr stattfinden und habe ihn gebeten, das Fenster zuzumachen. Und Jansons sagte dann nur, nein, frische Luft, frische Luft. Und so haben wir das Interview dann eben mit offenem Fenster geführt. Es war aber gar nicht viel Verkehr vom Promenadeplatz. Und das Einzige, was dann in diesem Interview zu hören war, waren die Glocken des Liebfrauendoms. Und das war gerade an einer Stelle, wo wir über Schostakowitsch geredet haben. Und es war wirklich ein magischer Moment.